Herr Glück, warum sind die Menschen in ihren Wohnbauten so glücklich? In welchen Wohnbauten? Also generell, eigentlich jetzt im Speziellen in Alt-Erla ist die Wohnzufriedenheit ja sehr hoch. Warum meinen Sie, ist das so? Alt-Erla ist eine sehr komplexe Anlage. Die Leute finden dort sehr viel für ihr tägliches Leben, ohne es sich mühsam zusammensuchen zu müssen. Und sie finden auch sehr viele Möglichkeiten für gemeinschaftliches Tun. Wir sind von der Evolution auf das Leben in der Gemeinschaft erzeugt. Und in Alt-Erla gibt es sehr viele Möglichkeiten von Gruppen von Leuten, die ähnliche oder gleiche Interessen haben und sich dort zusammenfinden. Alt-Erla, das Erfolgsrezept von Alt-Erla ist mit Sicherheit die Verwirklichung vieler Ansprüche, die man an das städtische Wohnen stellt, und die Verbindung von einer hohen privaten Freiraumqualität, einer hohen gemeinschaftlichen Freiraumqualität und Großzügigkeit, dann auch weitergehend die Gemeinschaftseinrichtungen, die Glück bei seinen größeren Wohnanlagen realisiert hat, die ein Vereinsleben, ein Gemeinschaftsleben induzieren, das wahrscheinlich mit dem von funktionierenden Dörfern locker mithalten kann, das nichts von der Anonymität der Großstadt in diese Siedlungen bringt. Dann natürlich der Clou, seine Dachschwimmbäder, die natürlich eine immense Qualität darstellen und in Summe es eben für die meisten Glückbewohner eigentlich obsolet machen, vom eigenen Einfamilienhaus im Grünen irgendwo vor den Toren der Stadt zu träumen. Und ich denke mir, darin liegt die wesentliche Bedeutung von Glück, nämlich dass eine Wohnbau schafft, die die Menschen in der Stadt zufrieden sein lässt und nicht an die Abwanderung in den Speckgürtel denken lässt. Und es ist ziemlich wichtig, dass in Alt-Erla über die Schwimmbäder diese Kontakte geschlossen werden. Und zwar ohne Krawatte und ohne weißen Kragen, sondern in der Badehose. Es sieht von der Entfernung tatsächlich aus wie ein Ferienhotel. Das ist aber eigentlich nichts Böses. Aber warum sollen wir nicht leben wie in einem Ferienhotel? Wie haben Sie es geschafft, diese Gemeinschaftseinrichtungen, im Besonderen das Swimmingpool am Dach, in einem geförderten Wohnbau zu realisieren? Ja, wir waren sehr wirtschaftlich in der Planung und im Bau und haben den Mehrwert, den wir geschaffen haben, über die Sätze der Wohnbauförderung hinaus in den Bau investiert. Die Schwimmbäder hat uns ja niemand geschenkt. Also ist es in Wirklichkeit auch so, dass die Menschen weltweit eigentlich die gleichen Wohnbedürfnisse haben, wenn sie das Geld dazu haben? Sie werden im Wesentlichen nur getrennt durch das Klima. Und gibt es in Sudan lebt sich anders als in Meidling. Aber innerhalb dieser Gruppen, die Bedürfnisstrukturen sind ähnlich. Ein 16-Jähriger, ein Bub oder Mädchen hat das Bedürfnis nach dem Kennenlernen anderer Menschen. In dieser Altersstufe aus, sagen Sie, erotischen Gründen. Aber diese Strecke der Kontakte wird dann schwächer. Aber sie stirbt nicht aus, nur mit 60 hat man andere Interessen beim anderen Geschlecht als mit 30. Aber auch diese Altersverschiebungen
ebenso wie die vorgegebenen klimatischen Gegebenheiten sind ziemlich gleichartig bei allen Menschen. Wie hat sich die Bevölkerungsstruktur dort verändert über die Jahre? Auffallend ist, dass in Alt-Erla im Vergleich oder auch in anderen Großsiedlungen von Glück im Vergleich zu weniger guten Großsiedlungen die Pionierbesiedler oder Bewohner nach wie vor drin sind oder in zweiter Generation von den Kindern die Wohnungen übernommen wurden. Das heißt, es ist eine sehr hohe Standorttreue sozusagen der Bewohner dort zu beobachten, was natürlich für die Qualität spricht. Wie lange leben Sie schon hier? Seit dem Frühjahr 1978, das ist 38 Jahre. Seit Beginn des Wohnparks. 22 Jahre. Das ist ja meine Tochter, sie lebt so lange auch hier. Was waren die Beweggründe, hierher zu ziehen? Meine Scheidung. Und mir hat es immer gefallen, im Wohnpark zu wohnen. Wo würdet ihr wohnen, wenn ihr nicht hier wohnen würdet? Also wäre das dann das Einfamilienhaus oder wäre das... Nein, das wäre sicher kein Familienhaus, weil das würde ich nicht machen, aber das würde drauf ankommen. Also das kann man gar nicht sagen, weil man viel zu sehr mit dem Ganzen verbunden ist. Dass ich heute sage, schauen Sie, ich komme zum Beispiel aus Mödling und habe immer gesagt, wie ich immer noch das Haus gehabt habe, wenn ich einen Lotto 6 mache, ich ziehe sofort nach Mödling. Aber heute habe ich da so einen Komfort, dass ich nicht mehr nach Mödling ziehen würde. Kennen Sie Ihre Nachbarn? Ja, selbstverständlich. Meine Nachbarn sind größtenteils auch aus dem Jahre 78, wie ich eingezogen bin. Nur 2, 3 Nachbarn sind neu. Aber man hat hier gerade mit den älteren Personen ein eigenes Verhältnis, weil damals war das eigentlich eine Familie hier im A-Block. Wir haben hier natürlich das Dachbad und das Hallenbad und wir haben hier die Sauna. Und ich bin ein Saunageher und wir sind hier im Wohnpark eine Partie von 4 Männern, die regelmäßig seit über 30 Jahren jeden Freitag von 18 bis 20 in die Sauna gehen. Die Leute müssen dann quasi also nicht mehr aus ihrer Stadt, aus ihrem eigenen kleinen Dorf heraus. Also es ist wirklich wie auch eine Satellitenstadt. Verliert man da nicht auch ein bisschen den Bezug nach außen? Ich denke mir, für die schönen Dinge des Lebens in der Stadt verlassen auch die Alt-Erlaer gern ihre Satellitenstadt. Für die notwendigen, eher lästigen Dinge, die Wienerin und Wiener einfach erledigen muss oder will, brauchen sie es nicht verlassen. Das heißt, es ist kein Zwang, dort zu bleiben, sondern ein Angebot. Und wenn die Alt-Erlaer ins Kino fahren, fahren sie genauso mit der U-Bahn in den 1. oder 7. Bezirk. Ich gehe zwar ganz gerne in der Stadt bummeln, aber ich steige hier in die U6 ein und bin in Viertelstunde, 20 Minuten im Stadtkern. Und hier bin ich doch mitten im Grünen, wenn man hier rundherum schaut. Es ist hier mehr Grün als sonst was. Wir werden wahrscheinlich alle Städte der Welt umbauen müssen in grüne Städte. Wir werden sonst nicht leben können. Warum nicht? Weil der Bedarf nach dem Kontakt mit der Natur, dem psychischen Appell nach der Natur, ein sehr wesentliches Bedürfnis jedes Menschen ist. Die Natur ist übermächtig. Man braucht das als Ausgleich. Und so hat man beides, so hat man Stadt und Land. Wie ist so die Altersverteilung irgendwie von der Bevölkerung dort? Also würden Studierende dort glücklich werden? Das hängt von den Studierenden ab und ich denke mir, es gibt auch alte Menschen oder middle-aged people, die dort nicht glücklich werden. Das hängt von den jeweiligen Wohn- und Lebenspräferenzen ab. Alt-Erla ist ein Alternativangebot zu anderen stadträndischen Großformen. Alt-Erla ist kein Alternativangebot zum Dachgeschosswohnen am Naschmarkt. Insofern, die Stadt lebt von der Vielfältigkeit ihrer Wohnformen und Wohnangebote, aber für den Typus Wohnanlage am Stadtrand ist das schon ein sehr vorbildliches und beispielhaftes Exemplar.